Meine wichtigste Botschaft für Sie heute ist, entdecken Sie die einfachen Stabilisierungsmethoden. Die sind das Eigentum von niemandem. Jeder kann das machen. Emotional stabilisieren heißt in gewisser Weise vom Trauma, von der Belastung für einen Moment wegzulenken auf Ressourcen. Wenn Sie einen Menschen haben, der eine emotionale Belastung hat, möglicherweise ein Trauma, dann können und sollten Sie stabilisieren. Nur wenn man emotional stabilisieren kann, kann man eigentlich mit seelisch belasteten und traumatisierten Menschen arbeiten. Ich sehe, dass allein Stabilisierungsmethoden so vielen Menschen so gut tun können. Die können keine Traumatherapie ersetzen, nur die Stabilisierungsmethoden. Aber jeder Traumatherapeut beginnt mit der Stabilisierung. Das heißt, auch wenn Sie nicht Therapeut sind, können Sie eine ganz wichtige Arbeit für das Leben dieser Menschen leisten. Bei den Methoden, die ich Ihnen zeigen möchte, verwenden wir imaginative Methoden. Das heißt, jemand stellt sich ein bestimmtes Bild, eine Situation vor. Das heißt, Sie können eine Emotion oder auch einen Verarbeitungsprozess natürlich so auslösen oder begleiten. Und das sehr, sehr einfach in sehr kurzer Zeit. Beginnen Sie bitte mit Ressourcensuche und Ressourcenverstärkung. Eine Ressource ist eine Erinnerung, eine Erfahrung, die einen positiven emotionalen Inhalt hat. Das bedeutet, wenn Sie einen Kontakt haben mit einem Menschen, der deprimiert ist oder der belastet ist, dann können Sie, wenn Sie eine Ressource aktivieren, im gleichen Moment ein anderes Gefühl auslösen. Und Sie haben für den Moment einfach diesen Moment der Belastung mal unterbrochen. Sie haben sicherlich den Menschen damit nicht geheilt, aber Sie haben einen Moment geschaffen, in dem sich dieser Mensch mal anders fühlen kann. Was jeder braucht, der mit belasteten Menschen arbeitet, sind wirksame Stabilisierungsmethoden. Und ich möchte Ihnen heute Ressourcenarbeit zeigen, später den sicheren inneren Ort, sicherlich als Konzept vielen bekannt, aber heute nochmal mit vielleicht etwas intensiveren und spezielleren Beispielen für Sie. Grundlegende Methoden des Containments, wie zum Beispiel Tresormethode, ist essentiell, dass man sich als Nicht-Therapeut an Traumata überhaupt herantraut. Ich sehe immer wieder, dass diese Methoden zu den fundamentalsten und wichtigsten Methoden gehören, die Sie in der Arbeit mit anderen Menschen haben können. Das, was ich Ihnen gerade gezeigt habe, ist sehr, sehr kraftvoll. Eine ganz einfache, fundamentale Methode, wo es nur darum geht, wie ist die menschliche Natur und wie funktionieren wir.